Moin, ihr Landratten, zum Teil 2 aus Cuxhaven. Ja, wir haben eine kurze Pause gemacht und es war auch wirklich hier gar nichts los. Aber jetzt kommt da hinten die HMM Oslo ums Eck und die hat auch gut Speed drauf. Deshalb haben wir gesagt, komm, ganz schnell mal hier eben den zweiten Stream starten. HMM Oslo mit 400 Meter Länge, 62 Meter Breite. Ich weiß gar nicht, wie viel Toy die hat. Auf jeden Fall Baujahr 2020. Ist das 20.000 oder hat die schon 22 oder 24.000? Auf jeden Fall denke ich mal über 20.000 Toy. Und jetzt können wir auch mal, endlich ist es hier nicht ganz so voll mehr. Jetzt können wir mal uns hier zeigen. Bei mir ist der Basti. Moin. Wir sind hier bei der Alten Liebe, hier diesem Aussichtspunkt in Cuxhaven. Haben ja vorhin schon die Ankunft von Elbe 1, Bürgermeister Oswald, gestreamt und dachten uns, wir müssen hier bleiben. Also auf der Elbe passiert heute nicht so wahnsinnig viel, außer dieser HMM Oslo, 400 Meter. Und deshalb haben wir gesagt, komm, wir bleiben hier, gucken uns das an und hoffen natürlich, dass sie hier auch mal in voller Fahrt durchrauscht. Also dass sie hier mal so mit 14 Knoten an uns vorbeizieht. Das wäre, glaube ich, schon ganz coole Bilder. In Hamburg sind die ja meistens schon deutlich langsamer. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Viel Spaß. Hoffen wir auf gute Bilder. Ja, eben auch noch ganz lange hier mit einem Pärchen gequatscht. Super lieb, haben uns ein schönes Matjesbrötchen und ein Käffchen vorbeigebracht. War auch sehr lecker. Tat auch richtig gut. Tanja hat mir zwar Verpflegung eingepackt, aber so ein frisches Matjesbrötchen auch nicht so verkehrt. Ey, ist das nicht Wahnsinn? Ich meine, vorhin haben wir auch Schiffe gesehen, die so weit weg waren. Ne? Und jetzt so ein 400 Meter Ding. Das ist verhältnismäßig schon etwas größer. Es ist schon so groß, obwohl die da hinten am Horizont ist. Also wirklich. Crazy in the house. Crazy in the house. Ach guck, Schwester Hansen ist auch wieder da. Mensch, Moin, Hänschen. Diggi, das wäre hier auch was für dich, du. Hier in Cuxi. Hier müssen wir mal einen kleinen Hamburg-Hafen Live-Betriebsausflug hinmachen. Das wäre mal was. Ja, HMM ist übrigens eine Reederei aus Korea. Hyundai Merchant Mariner. Wurde in den 70er Jahren gegründet. Welche Position sie unter den größten Reedereien der Welt hat, weiß ich jetzt gar nicht. Kann sein, dass sie knapp unter den Top 10 ist. Auf jeden Fall sind sie ziemlich groß. Bei den Rankings, ich weiß immer nur, MSC sind die größten. Ich glaube, Hapag-Lloyd 5. Maersk, glaube ich, 2. Und dann hört es bei mir immer schon auf mit der Einordnung. Das ist echt so krass, dieses Riesending da. Vorhin die Schiffe mussten wir suchen am Horizont. Ja, da hier auch gerade wieder die Frage kommt, also gestern in Wismar ausdocken, ja, hätte ich gerne gemacht, aber war standorttechnisch einfach fast nicht machbar. Ne? Die haben sogar im Radio durchgesagt, dass sie abgesperrt haben, weil sie keinen Bock hatten auf Schaulustige. Und ja, da hat uns der NDR vertreten, die haben einen Livestream gemacht. Wäre ich sehr, sehr gerne gewesen, aber ich glaube, wir brauchen noch ein paar Jährchen, bis man uns dann auch
Zutritt zu abgesperrten Bereichen gibt. Es gibt ja noch eine zweite Chance, wenn sie dann irgendwann im August aus Wismar rausfährt. Genau, und dann kann man sich vielleicht da irgendwo am Ufer was Ja. suchen. Ja. Vor der HMM ist die Aquarius G oder Aquarius G. Da haben wir vorhin gelernt, die sind gerade dabei, irgendwie Munition aus dem Zweiten Weltkrieg zu bergen. Und ich sehe, unsere Schiffseinblendungen funktionieren. Sebastian Kolze ist da und bedient unsere schönen Schiffsinfos. Honda, ich weiß gar nicht, wie schnell die aktuell fährt. Ich habe jetzt auf die Einblendung nicht geachtet. Aber ich nehme mal an, dass das ein bisschen täuscht, weil die halt einfach so groß ist. Ne? Und wenn die jetzt halt, was wird die da fahren? Die wird irgendwas 12 bis 14 Knoten fahren, nehme ich mal an. Und bei so einem Riesenteil wirkt das halt einfach ganz anders, als wenn du da nur so eine Mini-Silhouette hast. Aber ich freue mich auch, dass wir jetzt mal hier die komplette Anfahrt sehen, also hier mit, wie sie jetzt hier eindreht im Fahrwasser. Ach, Sebastian hat nachgeschaut. Guck mal, 16 Knoten hat sie sogar drauf. 16,2 Knoten. Ich hoffe, dass sie den Speed beibehält, wenn sie hier zu uns kommt. Da hinten siehst du die Kugelbake, ganz weit, siehst du die? Der liegt auf dem Wasser wie ein Und da hinten, das ist die Küste von Schleswig-Holstein. Kann sein, dass das die Augen ist. Der Hessenblitz ist da und schickt Grüße, schöne Eiertage an die Hamburg-Hafen Live-Gemeinde. Hessenblitz, 10 Euro, ganz lieben Dank. Ja, schöner, ruhiger Nachschlagstream hier. Aber ich bin echt mal gespannt, wie dicht die hier vorbeifahren. Also ich kann euch das ja mal zeigen. Wir haben ja hier diese Fahrwassertonnen. Das hier ist die grüne. Ja, das ist quasi die linke, also aus meiner Sicht linke Begrenzung. Und wenn ich dann hier rüber schwenke, dann haben wir da irgendwo haben wir die rote. Und dazwischen muss sie durch. Wie breit mag die Fahrrinne da sein? Boah, ganz schwer abzuschätzen. 2 Kilometer? 1,5? Ich kann es echt nicht abschätzen, ne? Aber ich hoffe natürlich, dass sie dann sich auch auf der rechten Seite hält und sie dann möglichst dicht an uns vorbeifährt. Und vielleicht gibt es ja sogar ein Horn. Wobei zu dicht darf ja auch nicht sein. Wobei doch.
Doch, Doch, darf sein. dicht geht immer. Dicht geht immer. Jutta, die Silverdawn geht erst morgen raus. Preziosa, die geht heute Abend noch raus. Silverdawn sollte ja eigentlich die erste sein, die an das neue Kreuzfahrtterminal in der Hafen City geht, aber das haben sie dann doch nicht fertig bekommen. Ist das jetzt privat oder? Das ist live. Das ist gerade live. Und zwar von Auf YouTube. Hamburg Hafen Live nennt sich das. Hier, ich gebe Ihnen mal ein Kärtchen mit. Hinten ist die Adresse drauf. Hamburg, ja, privat. Ja, wir sind heute mal zu Besuch in Cuxhaven. Sonst meistens Hamburg. Dankeschön. Ja, alle, die jetzt später dazu gekommen sind. Also wir stehen heute ausnahmsweise mal in Cuxhaven, nicht in Hamburg. Denn vorhin hatten wir ja schon hier die Einlaufparade von der Bürgermeister Oswald, also dem alten Feuerschiff Elbe 1, was nach 6 Monaten Werfzeit wieder nach Cuxhaven gekommen ist und wurde hier mit einer kleinen Parade empfangen. Also die Neuwerk war da, Polizei war da, Bad Düben, glaube ich, dann die WS1, Bürgermeister Seenotretter. Brauer, ne? Bitte? Seenotretter. Seenotretter, dann die Großherzogin Elisabeth und ein Hubschrauber. NH90 Sea Lion, wie ich jetzt gelernt habe, Hubschrauber. War so ein bisschen der heimliche Star, der Hubschrauber. Ne? Muss man leider sagen. Der hat natürlich richtig Action gemacht, wobei ich sagen muss, Elbe 1 auch wirklich ein schönes Schiff Ja. ist. Also echt richtig, richtig schön. Ja. Und das dann die Bilder mit dem Hubschrauber. Es war in Summe, waren das nur so 1-2 Minuten, aber das war schon echt ein Die Highlight. waren ganz Also, gut, die 1-2 Minuten. ja, also wenn ihr das nicht gesehen habt, dann schaut gerne noch mal in den anderen Stream rein, spult da ein bisschen vor. Also die Stelle, wo der Heli kam und dann über der Elbe 1 geflogen ist, das fand ich schon echt toll. Und jetzt, ja, ich würde sagen, die Flugzeugexperten würden jetzt wahrscheinlich von Line-Up reden oder wie nennt man das, wenn das Flugzeug... Final Approach. Final Approach? Irgendwie so. Final Approach oder Ja. so. Ja, genau, irgendwie sowas ist das. Man sieht schon das Landing Gear quasi. Genau, sie hat ihr Fahrwerk bereits ausgefahren. Hat ja auch einen Bremsweg bis nach Hamburg. Oh ja. Hattest du das eigentlich mitbekommen, Anfang März mit dem Bulk Carrier, der hier hinter uns liegt, der havarierte? Die hier? Genau. Nee, habe ich gar nicht mitbekommen. Die hatte auf der Nordsee einen Maschinenschaden und ist dann irgendwie von 4 Schleppern hier hingebracht worden und liegt jetzt seitdem hier. Seitdem liegt das Ding da. Ja. Okay. Haben wir wohl Wie heißt Probleme, an Ersatzteile zu kommen. Chicrolaco? Chicrolaco, ja. Chicrolator. Established on Runway. Sehr geil. Ina ist seit 11 Monaten dabei. Ina, danke für deine Treue. Quiek, 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 quiek. So, aber kann das sein, dass das da hinten schon wieder der... Nee, ist nicht, Das ist nicht der Bagger. ist nicht der Bagger. Aber Ich ist habe eben auch schon kurz aber ist auch was überlegt. Grünes. Ist auch grün, ja. Die Mäuseriver.
Ach, ist das schön, wenn man so ein Schiff mal so lange hier Ja. sehen kann. Das Einzige, was definitiv fehlt im Bild, ist ein Schlepper. Oh ja. Guck mal, auch so schön freistehend. Und das jetzt mit so einem tollen Sonnenuntergang. Aber da müssen wir mal ausrechnen, an welchem Tag die Sonne denn da genau untergehen würde. Gibt es das oder? Doch, das müsste doch irgendwo da hinten muss doch die Sonne theoretisch untergehen, oder? Weiter links? Meine Frau sagte gerade, sie guckt euch regelmäßig. Sie guckt euch regelmäßig. Ah, okay. Ja, genau. Auf dem Rückweg machen wir dann, versuchen wir die Oslo zu überholen und sie dann in Hamburg wieder zu streamen. Das ist eine sehr gute Idee. Das schaffen wir bestimmt. Das, Du kannst da nicht durch. Vielleicht erst mal größer sein. Guck mal, vielleicht nächstes Jahr. die HMM Oslo, 400 Meter lang, 62 Meter breit. Und ich habe wieder nicht aufgepasst, wie viel Toy sie eigentlich hat. Aber das wird gleich mal vergoogelt. Also 23.820 Standardcontainer, sagt Google dazu. Also eine von den größeren. Knapp 24.000 Toy. Toy steht ja für 20 Foot Equivalent Unit. Ein 20 Fuß Standardcontainer. Hat eine Länge von circa 6 Metern. Und der ganze Qualm, der da aufsteigt, ist weißer Rauch. Daran sieht man, dass sie mit einem sogenannten Scrubber fährt. Das ist eine Abgasreinigungs- oder Abgaswaschanlage. Da werden die Abgase dann ja, nicht gefiltert, sie werden quasi wirklich gewaschen. Und da das halt auch mit Wasser passiert, unter anderem mit Wasser, verdampft da eine ganze Menge. Und deshalb sieht man immer sehr viel weißen Rauch aufsteigen. Guck mal, Sebastian schreibt, dass der Hubschrauber, den wir gesehen haben, extra grünes Licht an den Rotorblättern hat für nachts. Ja, und wie kriegen wir das jetzt hin, dass wir den mal nachts filmen, wenn er fliegt? Ja, ein bisschen hier bleiben. Also die Info ist schön, aber das will ich jetzt auch sehen. Ich will das selber sehen und filmen. Dann können wir die Preziosa heute Abend noch abfangen, wenn sie hier vorbeikommt. Ja, aber bis die Preziosa hier ist Dauert noch einen Moment. 1 Uhr, Ja. Mitternacht, 1 Uhr, irgendwie Ja. sowas. Ne? In Nordholz mal hinstellen und warten. Ja, das wäre eigentlich was. Ne? Es gibt ja so einen Livestreamer, der streamt immer ganz, ganz viel von einem Militär-Air Force-Stützpunkt, ich glaube in England. Ted irgendwie heißt der. Und der steht den ganzen Tag da, weil die da natürlich ja, ganz viel starten, landen, üben und so. Wenn man jetzt genau wüsste, dass da in Nordholz auch mal Action ist und man da nicht irgendwie 3 Tage warten muss, bis ein Heli startet, fände ich, wäre das mal ein netter Ausflug irgendwie. Gibt es da nicht auch irgendwie so, gibt's da nicht auch so Übungen? Vielleicht, also so, oder so Tage, so Showtage, dass man da in Nordholz irgendwie, dass sie so sagen, hier so für Friends and Family.
Das wäre doch mal was. Ich finde ja Hubschrauber finde ich ja auch irgendwie noch geiler zum Angucken als Flugzeuge. Wobei so ein richtiger, so ein Kampfjet, wenn der wirklich Pirouetten dreht, das sieht auch cool aus. Ne? Aber der Hubschrauber vorhin, das hat schon Spaß gemacht. ...14,8 Knoten hat sie aktuell drauf. Tiefgang von 12,30 Meter. Anthony Roberts ist hier. Tony, welcome. Tony, I hope you saw the other stream. Und der Whiskyhase ist auch da. Tag der Bundeswehr wird hier vorgeschlagen. Also das wäre echt was, ne? Also wenn da so in Nordholz, wenn da irgendwie so Hubschraubervorführung, da würde ich ja echt sagen, Hamburg Flughafen live. Sehen Sie ein kleines Frachtschiff von der Arklo-Reederei in Irland und es trägt auch den Namen der Reederei Arklo Crest. Die Arklo-Reederei in Irland hat eine ganze Reihe von Schiffen ähnlicher Größe, und zwar über 60, die alle zwischen 5.000 und etwas mehr Tonnen haben. Einige auch Ausnahmen sind bis zu 30.000 Tonnen. Aber das sind nur wenige davon. 3 Kapitäne haben diese Reederei 1966 gegründet und so ist sie dann ein Jahr gewachsen. Die Arklo-Crest, die vor sich sehen, kommt aus Hamburg und will nach Steinhude und 87 Meter lang. Auf der Elbe kein Lotsen, denn die Lotsen fließen erst am 90 Meter. Ist ziemlich voll beladen. 5,3 Meter ist der Tiefgang, 6 Meter maximal erlaubt, und dann hätte sie eine Tragfähigkeit von 5.050 Tonnen ausgesetzt. Alle Makroschiffe fahren nach der Ja, hier im Hintergrund wird die ganze Zeit erzählt, was für Schiffe kommen und gehen. Das ist so ein bisschen wie am Willkommenhöft, wobei ich das Gefühl habe, dass hier die Informationen noch ausführlicher sind. Ich glaube, das nennt sich Schiffsansagedienst Cuxhaven. Haben die nicht auch eine Webseite? Ja. Die haben eine Webseite und ich glaube, die haben auch eine Webcam, ne? Auf ihrer Webseite. Ich glaube irgendwie sad-cuxhaven.de oder so. Schaut mal, Schiffsansagedienst Cuxhaven, SAD. Die haben jetzt gerade hier die Arklo angekündigt, die hatte ich jetzt gar nicht im Bild. Die kommt gerade aus Hamburg. Ich bin jetzt gerade so fixiert hier auf die HMM. Die ist nämlich jetzt gleich schon bei uns und wird hier vorbeirauschen. Das ist auch der Nachteil, das geht halt sehr schnell, dass die hier vorbei ist. Aber sie ist auch nicht ganz so dicht an uns dran, wie ich vermutet hatte. Zum Abschluss des heutigen Tages, das doch eine ganze Reihe von interessanten Dingen gezeigt und gedacht hat. Natürlich an erster Stelle die Heimkehr der Elbe 1, des Bürgermeister Ostwald, an dem Liegeplatz hinter der Altliebe. Haben wir jetzt noch ein sehr, sehr großes Schiff. Eines der größten Containerschiffe, die überhaupt zurzeit auf dem Weltmeer fahren. Größere gibt es nicht. Es ist die HMM Oslo. Und HMM steht für Hyundai Merchant Marine und gehört zur Megamax-Klasse von der Hyundai Merchant Marine. Megamax bedeutet 400 Meter Länge, 61,5 Meter Breite und eine Stellplatte
von 24.020 Fußcontainern. Und das sind die größten Schiffe, die zurzeit im Containerbereich auf den Weltmeeren fahren. Die Reederei hat diese Schiffe aufgegeben. Sagen wir mal so, die Schiffe auf Kiel gelegt 2019, und zwar die Schiffe 1 bis 7 bei Samsung in Südkorea und die Schiffe 8 bis 12 von Evo, also 12 Schiffe auf einmal aufgegeben. Und sage und schreibe zwischen Kiellegung und Ablieferung. Kiellegung und Ablieferung sind ungefähr 7 Monate vergangen. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, weil man in Südkorea sowas möglich. Denn vor der Kiellegung sind natürlich viele Dinge vorbereitet geworden. Alle Schiffe, alle 12 Schiffe tragen europäische Städtenamen und so das Schiff Oslo auch natürlich, und das war das erste Schiff, das bei Evo gebaut wurde. Und zwar im Oktober 2019 war die Kiellegung und Mai 2020 die Ablieferung. In der Länge sind 24 Stehplätze für 40 Fuß-Container vorhanden und sogenannte Bays, und 24 Container können nebeneinander stehen. Im Raum sind 12 übereinander Stellplätze, also 12 Container können übereinander im Raum, also unter den Luken, platziert werden. Und anfangs waren auch 12 an Deck, aber dann hat man während der Bauphase das geändert und noch eine 13. Lage an Deck möglich gemacht. So, also konstruktionsmäßig so das Schiff noch verändert, dass das möglich ist. Und zwar mit dem Ziel, 24.020 Fuß-Container Stellplätze ausweisen zu können. Und das ist im Moment das Maximum, was auf den Weltmeeren fährt. Es gibt inzwischen auch schon andere Reedereien, die das nachgemacht haben, aber der Hyundai Megamax-Klasse waren die ersten. Ja, ich weiß gar nicht, ob ihr da jetzt ein bisschen was von mitbekommt, aber ich lausche gerade ganz gebannt. Und neben den 24.020 Fuß-Containern sind auch 2200 Kühlcontainer anschließbar. Also nicht zusätzlich, sondern von den 24.000 dürfen 2200 Kühlcontainer sein. Angetrieben wird dieses Schiff und natürlich alle 12 Schwesterschiffe bzw. 11 Schwesterschiffe von einem Zweitaktmotor von MAN, der in Kopenhagen entwickelt wurde und in Zeichnungen hergestellt wurden. Die Zweitaktaktivität von MAN in Augsburg ist in Kopenhagen angesiedelt, und dieser 11-Zylinder mit einem Bohrungsdurchmesser von 95 cm leistet 60.380 kW. Und so ein Motor, um mal die Dimensionen so ein bisschen vorzugeben, damit Sie sich mal was vorstellen können, so ein Motor ist immerhin 21,5 Meter lang, 16 Meter hoch und hat ein Gewicht von 2200 Tonnen. Also nur der Motor alleine, also ein ganz schön großes Stück Eisen. Die Basti stellt sich mal zum Lautsprecher. Oslo, die war am 22. Februar in Taiwan, ist von Taiwan nach China, nach Yangtze gefahren und von China dann nach Vietnam, Singapur
und von Singapur nonstop ohne einen anderen europäischen oder asiatischen Hafen noch anzulaufen nach Rotterdam. Und der letzte Hafen ist jetzt Hamburg. Also 2 Monate zwischen Taiwan und Hamburg. Der Tiefgang ist 12,3 Meter. Wenn es voll beladen wäre, also gewichtsmäßig voll beladen wäre, dann wären es 16,5 Meter als Tiefgang. Und Sie sehen auch, dass zwar viele Container an Deck sind, aber gewichtsmäßig ist dieses Schiff bei weitem nicht ausgelastet. Das meiste ist also in Rotterdam schon von Bord gegangen. Die Flagge am Heck ist die von Südkorea und wenn die Leistung des Motors voll abgerufen wird, könnte es 22 Knoten schnell unterwegs sein. HMM Oslo mit 12,3 Meter Tiefgang jetzt auf dem letzten Stück der Reise nach Hamburg. Ich Ja. bedanke mich für die Aufmerksamkeit und verabschiede mich. Und morgen sind wir wieder auf Sinn. Tschüss. Der Schiffsansagedienst hier in Cuxhaven hat auch eine eigene Webseite. Wir hätten mal das Mikro gleich da oben an den Lautsprecher hängen sollen. Ich hoffe, ihr habt ein klein bisschen was davon mitbekommen. Also ich finde das ganz toll, wie die das machen. Ich glaube, das sind meistens auch ehemalige Kapitäne oder zumindest Menschen, die zur See gefahren sind oder der Seefahrt sehr verbunden sind. Und die machen das hier, glaube ich, dann weitestgehend ehrenamtlich. Ist halt so ein bisschen wie in Wedel, die Schiffsbegrüßungsanlage. Wobei ich das Gefühl habe, dass hier die Infos schon deutlich ausführlicher sind. Ja. Ne? Also das ist... Viel breit gefächerter. Ja, breit. Also ich fand das ganz toll, was er erzählt hat. Also da muss ich sagen, Hut ab. Und da weiß ich wieder, was für Defizite ich in der Moderation habe. Können wir so einen nicht für Hamburg Hafen Live engagieren? Ja, der Halunderjet ist auch unterwegs. Helgoland, Cuxhaven ist aber, glaube ich, auch ein Stündchen. Der hat natürlich den Vorteil, dass er mit seinen 33, 35 Knoten oder so unterwegs ist. Ja, wenn wir öfter hier wären, wäre das natürlich tatsächlich mal eine Idee, bei denen anzufragen. Mal so ein kleines Special zu machen. Ach Mensch, ihr kriegt aber auch immer den Hals nicht voll. Jetzt wollen Sie noch, dass wir hier bleiben für den Halunderjet. Mann, oh Mann, oh Mann. Leute, Leute, Leute. Ich glaube, das wird heute nichts mehr, denn wir müssen ja noch zurück nach Hamburg fahren. Und den Halunderjet, den haben wir ja irgendwie ständig in Hamburg. Wenn wir jetzt aufhören, kriegen wir den in Hamburg noch. Ja, also Knapp, aber möglich. den zu überholen ist schwierig. Also die Oslo, da würde ich ja noch sagen, das ist kein Thema. Ja. Andi, 5 Schweizer Franken. Er schreibt, das ist gebongt, Paddy, da kommst du nicht mehr raus. Woraus meinst du, dass wir hier mit dem Schiffsansagedienst was machen? Ach, Diana, Mensch, du bist aber lieb. Diana spricht mir gut zu und sagt, sie mag meine Moderation.
Bitte? Das euer Bericht, Hamburg. Das ist live, ja? Super. Danke. Danke. Mal ja, mal ein dickes Lob direkt, ne? Jo, danke schön. Danke. Schönen Abend. Leute, das ist hier keine Demokratie. Ihr könnt im Chat nicht abstimmen darüber, ob wir noch bleiben oder nicht. Wir sind dichter am Ausschalter, glaubt uns das. Also mit Demokratie hat das hier auf dem Kanal Auf überhaupt gar nichts zu keinen tun. Fall. Ja, stimmt. Wir können am besten mit dem Halunderjet zurückfahren. Oh ja. Das wäre natürlich witzig. Pingwerk auch nochmal 10 Euro Superchat. Dankeschön. Er sagt, ganz so weiß sind die Abgase auch nicht. Ja. Kann das sein, dass da irgendwas Schwefelhaltiges mit drin ist? Ich glaube. Ich meine, da ist irgendwas Schwefelhaltiges mit bei. Ja. Ach guck mal, und Fabian, auch nochmal 5,99, der war in Rotterdam und sagt, konnte die Pioneering Spirit aus nächster Nähe begutachten. Ja, die ist in der Tat beeindruckend. Also das ist wirklich ein krasses Teil. Der Chat ist das Volk, ja, ganz genau. Leute, wo kommen wir denn da hin? Der Chat ist das Volk, ja, ganz genau. Ja. Man kann den ja noch nicht mal sehen, den Halunderjet. Ja, wenn ihr jetzt alle den Stream einmal an eure komplette Kontaktliste verschickt und wir dann gleich hier 3000 Zuschauer haben, dann warten wir auf den Halunderjet. Das ist doch ein Deal, oder? Ihr nehmt einfach komplett all eure Kontakte und verschickt an alle den Link zu dem Stream. Ich finde, das ist eine faire Geschichte. Ja, Aida Perla ist auch im Anflug. Wo ist die denn? Die hat gerade abgelegt, oder? Ist schon Rotterdam raus? Wisst ihr, was ich für euch habe? Ich habe hier irgendwie so einen Fischkutter, glaube Ein ich. Fischkutter. noch. Nee, der nicht. Hier. Warte mal, wo ist er denn? Da. Das ist doch mal ein schönes Schiff, oder? Aber ich muss mir das mal so ein bisschen abgucken mit dem Schiffsansagedienst. Ich fand das toll, was der gesagt hat. Man wiederholt zwar vieles dann immer wieder, aber das hat mir echt gefallen. Aber also man kann schon lange den Schiffen hier hinterher gucken. Also man kann sie von sehr weit sehen. Und wo ist er denn da? Kann also auch wirklich lange hinterher gucken. Wann haben wir den Stream gestartet? Also es war, glaube ich, also insgesamt haben wir den doch bestimmt jetzt 20, 25 Minuten oder so. Ja. Wobei, nee, der Stream läuft, glaube ich, schon, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, 40 Minuten oder so. Schwester Hansen, die Frau der Zahlen, sie sagt es, 40 Minuten. Ja, ihr Lieben. Wir machen das mal hier
relativ kurz und schmerzlos. Haben wir jetzt ein Bild in Bild? Ja, haben wir. Ja, ihr Lieben, also wir waren lange genug da. Ich glaube, wir haben ein paar schöne Bilder gehabt. Auf jeden Fall. Ja, eine tolle Einlaufparade mit der Elbe 1, mit dem Helikopter dabei. Also Ja. es war bildtechnisch war das schon echt stark. Und jetzt nochmal den Nachschlag mit der HMM Oslo. Ich hätte gedacht, dass sie noch ein bisschen näher vorbeikommt. Also vielleicht muss ich das hautnah aus dem Titel wieder rausnehmen. Sonst ist es wieder etwas übertrieben. Aber auf jeden Fall schön anzusehen, mal so ein Schiff, was hier wirklich in voller Fahrt an einem vorbeifährt. Wobei man sagen muss, es sah jetzt gar nicht so schnell aus, oder? Nee. Also zumindest was jetzt so Bugwelle und so Also sie angeht. kam irgendwie schneller an und hier war es dann schon wieder gar nicht so schnell. Also was halt sehr schnell einem vorkam, war hinten am Horizont, als Ja. sie seitwärts fuhr, als Ja. sie von links nach rechts durchs Bild fuhr. Da hatte ich das Gefühl, oh, das geht jetzt aber rucki zucki. Und als sie dann auf uns zufuhr, das kam mir dann deutlich langsamer vor. Nein, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr habt auch Verständnis. Wir müssen noch 2 Stunden nach Hamburg zurückfahren. Juckelei über Land. Ich will kein Mimimi machen, aber es soll ja allen Spaß machen. Ne? Nicht nur euch, auch uns muss das immer Spaß machen. Und ich glaube, das passt dann so und ist eine ganz runde Sache. Also auf jeden Fall ganz lieben Dank, dass ihr wieder so viel eingeschaltet habt, dass ihr alle dabei wart, dass ihr wieder unterstützt habt im Chat, aber dass ihr auch wieder Kohle dagelassen habt in Form von Spenden und Mitgliedschaften und Bits und Subs. Also ich fand, das war ein rundum gelungener Ostersonntag. Jetzt gucken wir gleich mal, ob wir noch ein paar Eier finden. Ihr Lieben, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.